Das Leben ist ein Abenteuer. Es kommt nur darauf an, ob man es auch so lebt. Ich zitter am ganzen Körper. So, tschüss. Ja, viel Spaß. Und so ging's auf ins Abenteuer, das sich als deutlich härter herausstellt, als ich je gedacht habe. Hätte ich gewusst, was in der nächsten Zeit passieren würde, wäre ich vermutlich nie losgefahren. Ich glaube, wir müssen mal reden. Das hier ist entweder die dümmste oder die beste Idee, die ich jemals hatte. Momentan bin ich in schönen Hamburg. Der Plan ist der folgende. Es geht von Deutschland für einige Wochen oder Monate in die Niederlande, Belgien und eventuell Frankreich. Natürlich könnte ich das Ganze innerhalb von ein paar Tagen mit einem Zug, Auto oder Flugzeug machen. Ich nehme aber mein Fahrrad. Tausende Kilometer Fahrradfahren ist mir noch zu leicht. Stattdessen ziehe ich diesen 180 cm langen Anhänger hinter mir her, den ich in den letzten Monaten von Grund auf zusammengebastelt habe. Natürlich könnte ich auch einfach ein Zelt einpacken, das ist auch sicherlich die schlauste Option, aber hier habe ich alles, was ich brauche zum Campen, Arbeiten, Kochen, Schlafen und das direkt unter einer Haube. Ich hasse sowas. So, Tag Nummer 1. Ich bin komplett fertig. Zwar habe ich jetzt hier an meinem Schlafplatz noch ein bisschen Ofengemüse angeboten bekommen, ein paar nette Gespräche, aber einmal komplett durch die Stadt fahren, das ist schon... Aber gut, ich hau mich jetzt erstmal hin. Bis morgen. Auf nach Buxtehude. Nach einer kleinen Stärkungspause ging es dann in eine etwas hügelige Region. So, ist ein bisschen Schieben angesagt, auch wenn das hier nicht so steil aussieht. Es ist auch nicht so steil, aber es ist sehr schwierig mit dem Anhänger. Das sollte so nicht sein. Auf meinem Abenteuer bin ich auf die Gastfreundschaft von fremden Leuten angewiesen.
Jeden Tag schlafe ich an anderen Plätzen und an so vielen verschiedenen Orten. Bei einer netten jungen Familie konnte ich meinen Anhänger für die Nacht etwas unterstellen, weil doch etwas Regen angesagt war. Und konnte mir etwas mitgebrachtes Essen warm machen, sogar mit Kuchen als Nachtisch. Wie erwartet hat es in der Nacht ordentlich geregnet, aber zum Glück ist alles trocken geblieben. Die Kirchenglocken läuten. Es war eine recht regnerische Nacht, zum Glück hatte ich aber ein Dach hier und habe jetzt einigermaßen gut schlafen können. Mal sehen, wie es heute weitergeht. So, das ist heute ganz schön nämlich. Ich habe 27 Kilometer vor mir. Mal sehen, ob ich das schaffe. Jetzt kommt auch noch schön Regen dazu. So, es kommt jetzt doch noch einiges an Regen runter, aber ich habe hier einen netten Platz auf dem Bauernhof gefunden und bin aber hier voll am Arbeiten, dieses Video zu erstellen. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Eine kurze Snackpause zwischendrin. Es ist immer noch windig. Das Ding fliegt jetzt irgendwie ab. Das heißt noch ein bisschen mehr Windwiderstand. Und ich bin mit einem Glück. Perfekt. So, endlich mal ein bisschen Rückenwind hier. Auch wenn das heißt, dass ich natürlich in die falsche Richtung fahre. An diesem Punkt waren die Energiereserven komplett aufgebraucht. Und so langsam muss ich wirklich was essen. Zum Glück ist hier so ein kleiner Feldweg. Also ich weiß, es gibt auch besseres Essen, aber für heute muss wohl mal fertig Reis mit ein bisschen Fleisch lang. So, jetzt muss ich mal ein beschauliches Plätzchen hier wohl wieder verlassen. Ungefähr 8 Kilometer muss ich noch fahren. Und genau dann hat der Regen aufgehört und die Sonne zeigte sich. Für die Nacht habe ich jetzt ein wirklich schönes Plätzchen und ich habe auch schon wieder viel zu viel Tee angeboten bekommen, so dass es doch recht spät wurde. Am nächsten Morgen ging es bei wunderbarem Wetter früh los. So, ist Tag 4, Sonne scheint wieder und ich bin positiv, dass ich heute ein bisschen weiterkomme. Diesmal habe ich auch richtig gut geschlafen, über 8 Stunden. Ja, gestern war natürlich eine Katastrophe mit dem ganzen Regen und Wind. Momentan bin ich noch zwischen Hamburg und Bremen, aber mal sehen. Auf dieser Reise habe ich keine Ahnung, was mich jeden Tag erwartet. Ich glaube, wir machen uns viel zu häufig die Illusion, das Leben in der Hand zu haben, für morgen, nächste Woche, nächstes Jahr einen Plan zu haben. Aber warum leben wir es nicht so, wie es eigentlich ist? Ein Abenteuer. So, auch wenn das hier super idyllisch aussieht, es ist richtig ekelhaft, weil hier sich die ganzen kleinen Mini-Raupen abseilen. Das heißt, man hat jetzt hier die ganze Zeit solche kleinen, ekelhaften Würmer im Gesicht. Mit Spinnweben und allem möglichen. Naja.
Also langsam fällt hier aber auch schon was auseinander. Hier kann man sehen, das war mal verklebt. Hier oben fehlt schon ein Stück. Mal sehen, ob ich das irgendwann mal repariere zwischendurch. Aber jetzt gibt es erstmal ein ordentliches Stück Kuchen und dann sind es nur noch 8 Kilometer heute. All the way down to the ground. Nach 20 Meter hast du dein Ziel erreicht. So, nächster Zwischenstopp ist erreicht. Wieder auf einem wunderschönen Platz. Und die Sonne geht schon unter. Aber jetzt heißt es erstmal ein bisschen was zu kochen. Und genau das habe ich getan. Es waren nur ein paar Nudeln, aber das bei einem wunderbaren Ausblick auf den Sonnenuntergang. It's like we're clocks that show no time in a house that has no stairs. But if no one cares, no one will ever let you down. So tell me now, if we will never be the same kind of people in the eyes of those. So, es ist ganz schön kalt und ganz schön diesig. Aber ich habe eine gute Nacht hier verbracht im Moor. Mit recht vielen Mücken. Aber das ist halt so. Ja, was ich auch bemerke, jeden Tag nach dem Aufwachen ziemliche Knieschmerzen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Heute geht es erstmal weiter nach Worpswede. We are the stories that no one has ever Das ganze Dorf fühlt sich irgendwie wie ein Kunstmuseum an. Was da wohl hintersteckt? Would our names be known? It's like we're singing songs on the balconies in a choir that has no tongues. But if no one runs, we will never be alone. So tell me now, if we will never be the same kind of people in the eyes of those who believe that we still on the run. So, jetzt geht es geradeaus. Immer weiter nach Krems. Also entweder habe ich Rückenwind oder ein Rad hinten aufpumpen hilft. To see, time has come to show, time has come to let you know we're here. Time has come to see, time has come. Der Norden von Bremen ist eine Katastrophe. Viel Steigung, viel Verkehr und schlechte Wege. Ich war dann doch sehr frustriert, als ich relativ spät diesen alternativen Weg entlang des Flusses gefunden habe, der auf der Karte als unbefestigt eingezeichnet war. Und so ging es schnell an die Weser, wo ich mich erstmal gestärkt habe und dann mit einer Fähre den Fluss überquert habe. Mit der neu gewonnenen Energie ging es bis in die Abendstunden die Weser hoch. So time has come. So, guten Morgen. Wir haben Tag 6, glaube ich. Größter Gegner immer auf die Mücken vor ein paar Tagen. Schön an der Hand und an der Ferse. So macht das Spaß. Ich habe zwar ein bisschen wenig geschlafen, aber wenn alles gut läuft, geht's heute nach Oldenburg. If I told you we can just run away, so come my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves, leave our trouble. So, es rumpelt und kracht. Mal sehen, wie lange der Anhänger das aushält. All we need in our sunset paradise. Jetzt ist, glaube ich, eine gute Zeit, um mal die Frage zu beantworten, wo schlafe ich überhaupt? Bisher waren das ja offensichtlich keine Campingplätze und ja, bisher habe ich auch nichts bezahlt. Ich finde einfach unfassbar nette Menschen, die Platz und Zeit haben, mich für eine Nacht aufzunehmen. Hauptsächlich durch Plattformen wie One Night Tent, Welcome to My Garden, Warm Showers und Be Welcome. So treffe ich auf unfassbar viele Menschen und wir haben eigentlich immer Geschichten auszutauschen. Leave
somebody else to help themselves, leave their troubles on the shelf. So don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. Warum ich hier bremse? Naja, das war mal meine Tür. Durch die ganzen Vibrationen löst sich der Kleber langsam. Aber es gibt ja nichts, was Panzertape nicht reparieren kann. Heute ist irgendwie eine Totalkatastrophe. Ich habe zwar jetzt bei Bekannten mal endlich wieder mein Bett unterm Rücken, aber irgendwie gar keine Energie, leichten Schnupfen, Halsschmerzen. Aber ich denke mal 20 Kilometer werde ich jetzt nochmal fahren. Und das waren die härtesten 20 Kilometer bisher. Nicht nur, weil mein Körper langsam aufgibt, sondern die Qualität der Wege mehr als fragwürdig ist. Später habe ich dann gelernt, ich hätte diesen ganzen Weg auch über eine brandneue Fahrradstraße fahren können. Vielen Dank nochmal an die Stadt Oldenburg. Aber so ist das eben. Zu jedem guten Abenteuer gehören auch Rückschläge dazu. Es scheppert wieder, die Nase läuft und die Sonne geht schon wieder runter. Um die 7 Kilometer habe ich dann noch zu fahren. Aber ich bin ganz schön dafür. So, ich glaube, man sieht es gar nicht auf der Kamera, aber ich zitter am ganzen Körper. Die Halsschmerzen sind auch noch nicht weg und heute war echt ein Struggle. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt krank werde, das wäre nicht ideal. Warum mache ich das alles? Ich könnte jetzt so schön in einem Bett liegen mit Heizung, Dusche und Küche. Ich weiß nicht, ob das so weitergehen kann. We hope you enjoyed your stay. It's good to have you with us, even if it's just for the day. We hope you enjoy your stay. Outside the sun is shining, seems like heaven ain't far away. It's good to have you with us, even if it's just for the day. Aber das Abenteuer geht weiter.